Herzlich willkommen zur Aktion Pink, Podiumsrunde zum Thema Health. Wir wollen allen voran allerdings auf das EU-Projekt Mentors for Survivor schauen. Ein Aktion Pink-Projekt, das mit den ersten 3 Ländern, Deutschland, Kroatien und Ungarn, startet. Ja, worum geht es? 4 Mentorinnen begleiten je 3 Survivor, also Frauen, die den Brustkrebs überstanden haben, über 12 Monate hinweg. Das Ziel, sie als Business- und Life-Coaches zu unterstützen und vernetzen natürlich. Und natürlich soll es vor allen Dingen auch um Erfahrungsaustausch zwischen den Ländern gehen. Ich darf Ihnen die ersten Mentorinnen dieses Projektes vorstellen. Elisabeth Ganz. Sie hat 30 Jahre internationale Führungserfahrung als Personalerin und Geschäftsführerin. Seit 2017 ist sie freiberufliche Personalberaterin, vielfach engagiert in Vorständen und Kuratorien. Ja, und einer ihrer Schwerpunkte ist New Placement, also die Beratung für berufliche Neuorientierung. Herzlich willkommen, Elisabeth Ganz. Vielen Dank. Willkommen in der Runde auch Kirsten Molly Pick, Diplomkauffrau, in einer ziemlichen Männerdomäne tätig. Seit vielen Jahren ist sie im Bereich Controlling, Führungskraft bei einem Automobilzulieferer. Eine ihrer thematischen Schwerpunkte, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und alternative Arbeitszeitmodelle. Und was mir besonders gut gefällt, unter Engagements führt sie selber ihre Familie auf. Herzlich willkommen, Kirsten Molly Pick. Dankeschön. Und ich darf sehr herzlich begrüßen Sibylle Büttner. Alles, was Sie über ihren Weg erfahren können, klingt ehrlich gesagt irgendwie außergewöhnlich. Sie hat über 30 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie und dabei Führungspositionen in den Bereichen Operations, Programmmanagement und Finance and Controlling durchwandert. Und das alles mit 2 Kindern und noch einigen Ehrenämtern. Die Schwerpunkte da liegen vor allen Dingen auf der Förderung von Frauen im Beruf. Herzlich willkommen auch Sibylle Büttner. Vielen Dank. Ja, und wir hätten sehr gerne auch in unserer Runde gehabt Maja Herry. Sie kann leider heute nicht da sein. Als Coach für berufliche Weiterentwicklung ist sie auch eine der 4 Mentorinnen für die erste Runde dieses EU-Projekts. Ja, Frau Ganz, als Personalerin sind Sie als Mentorin natürlich die ideale Besetzung. Warum haben Sie sich entschieden, dieses Projekt zu unterstützen? Ja, wahrscheinlich kennen Sie auch Corinna Sarik. Ein Gespräch mit Corinna Sarik kann nicht stattfinden, ohne dass man über Aktion Pink spricht. Und früher oder später kommen dann alle möglichen Ideen, wie man sich eventuell einbringen kann. Und sie hat mir dieses Projekt vorgestellt. Und dann habe ich gedacht, naja, das scheint mir ein natürlicher Fit zu sein, hier sich zur Verfügung zu stellen mit dem, was ich aus meinem beruflichen Background einbringen kann. Und das eben für diese Mentorinnen mit einzubringen und dort mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Was mich auch gereizt hat, ich bin Frankfurterin, Aktion Pink ist in Frankfurt zu Hause. Auf der anderen Seite bin ich eine Frau auch, die sehr gerne sich mit anderen Kulturen beschäftigt, auch beruflich immer international tätig war. Wir haben mit dem Projekt 2 zusätzliche Länder mit im Boot, Ungarn und Kroatien. Und das hat das Ganze zusätzlich auch nochmal, diese Verknüpfung hat es für mich auch nochmal reizvoll gemacht. Frau Molly Pick, wie war das für Sie? Was ist für Sie so spannend an dem Projekt, dass Sie sagen, ja, da mache ich mit? Also bei mir kam die Ansprache über den EWMD, wo ich seit langen Jahren auch Mitglied bin, auch hier in Frankfurt in dem Regionalkreis Rhein-Main. Allerdings die letzten Jahre, das muss ich ehrlicherweise auch zugeben, eher als passives Mitglied. Als der Aufruf dann kam, von der Corinna Sarik gestartet über den EWMD, wir suchen Patinnen für das Thema Beruf in einer besonderen Lebenssituation, habe ich auch nicht lange gezögert und gesagt, das interessiert mich, es öffnet meinen Blick mal auch außerhalb des eigenen Konzerns, des eigenen Unternehmens. Das, was Elisabeth schon gesagt hat, das Thema Internationalität, andere Länder kennenzulernen, auch Frauen untereinander zu vernetzen, die aus ganz unterschiedlichen Ländern, aber in einer ähnlichen Lebenssituation sind. Das hat mich gereizt und ich bin gespannt, wie die nächsten 12 Monate sich gestalten, wen man kennenlernt und was wir tatsächlich persönlich auch dazu beitragen können, die Frauen ein Stück auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Frau Büttner, das Projekt läuft ja jetzt an. Was ist das, was Sie bisher schon erlebt haben, wo Sie sagen, ja, das ist ein so tolles und herausragendes Projekt, das ist richtig, dass wir das jetzt EU-weit weiter so entwickeln? Ja, also es hat mich auf jeden Fall sofort angesprochen, aufgrund der Internationalität, aufgrund des Fokus auf Mentoring, darauf eben junge Frauen oder ältere Frauen, je nachdem, weiterzubringen, auch in ihrem beruflichen Kontext nach einer schwerwiegenden Erkrankung.
Das ist für mich ein besonderes Anliegen. Mir gefällt natürlich auch der internationale Aspekt. Ich war beruflich eben auch sehr viel international unterwegs, unter anderem auch in Ungarn. Und ja, mir ist es sowieso ein Anliegen, Menschen in meinem Umfeld weiterzubringen, vor allen Dingen im beruflichen Kontext, aber vielleicht auch in der ganz persönlichen Weiterentwicklung als Mensch in seinem Umfeld. Also Sie sind alle international sehr aufgestellt und interessiert. Frau Ganz, wie muss ich mir das vorstellen, dass das tatsächlich dann von der Vernetzung her funktionieren wird? Wie werden Sie das aufbauen? Also was ich bisher verstanden habe, wir sind wirklich noch ganz am Anfang. Wir hier in dieser Gruppe zusammen mit Frau Herre, wir haben uns bisher einmal getroffen, haben viele Ideen schon entwickelt und ich glaube, da ist die Basis gesetzt. Die Idee ist, dass jetzt über die Botschafterinnen auch Frauen in Ungarn und in Kroatien angesprochen werden. Wir sehen dann, wie die Konstellationen am besten zusammenpassen. Der Plan ist, dass jede von uns eine Gruppe mit 3 Teilnehmerinnen dann auch leiten wird. Das heißt, wir werden in jeder Gruppe eine Vertreterin aus Deutschland, eine aus Kroatien und eine aus Ungarn dabei haben. Und dann sind wir eigentlich wirklich, denke ich, sehr frei, je nachdem, welche Themen dann auch von den jeweiligen Frauen in den Vordergrund gestellt werden, welche Schwerpunkte wir setzen können, dann in der Gestaltung der jeweiligen Zusammenkünfte. Das werden natürlich virtuelle Zusammenkünfte werden. Auch das will natürlich gut moderiert sein, damit da wirklich ein intensiver Dialog auch rauskommt. Das heißt, Sie werden sich aber intensiv und regelmäßig vernetzen tatsächlich? Ja, der Plan ist, sich einmal im Monat zu treffen. Dann wird sich das sehen, inwieweit man vielleicht auch zwischendrin immer mal sich austauscht. Der eine hat was Interessantes gelesen und schickt es rum oder irgend sowas. Also ich denke, da wird sich auch eine Dynamik dann im Laufe der Zeit entwickeln. Frau Büttner, Sie haben eben angesprochen, dass Sie mit Ungarn auch schon Kontakt hatten im Vorfeld, in anderen Umfeld. Können Sie heute schon sagen, ja, diese Länder, mit denen wir jetzt zu tun haben, die haben einfach Bedingungen, da können wir uns auch was abgucken am Ende oder werden wir uns was abschauen? Weil wir denken ja immer, wir sitzen hier auf der Insel der Glückseligen, wir haben auch genug Missstände oder vielleicht auch noch Lücken oder Entwicklungspotenzial. Gibt es da jetzt schon was, wo Sie sagen, ja, da weiß ich, da können wir einfach mal hinschauen? Ja, meine Erfahrung mit Ungarn hatte natürlich sehr stark den beruflichen Kontext. Ich sage das jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung im Mentoring ganz prinzipiell, in meinen bisherigen Mentoring-Beziehungen, dass es niemals eine Einbahnstraße ist. Ja? Also es ist nie ein Betutteln, ein Betreuen von oben herab, sondern es ist immer so, dass die Mentees eben auch der Mentorin etwas zurückgeben, dass man selbst auch mit dazulernt. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dort eben Ansätze gibt, auch in Ungarn, die für uns sehr hilfreich und lehrreich sein werden. Davon bin ich absolut überzeugt. Ganz konkret kann ich Ihnen da jetzt noch kein Beispiel nennen, aber ich bin sehr gespannt darauf, diese Dinge kennenzulernen, was wir wiederum mitnehmen können aus diesen Ländern. Frau Mollipek, bereitet man sich da persönlich auch alleine drauf vor oder machen Sie alles gemeinsam? Was ist das, was Sie sich so in die Planung geschrieben haben, dass Sie sagen, so möchte ich es angehen? Also ich denke, es wird eine Kombination aus sowohl als auch sein. Das heißt, wie Elisabeth Ganz schon sagte, wir haben uns bisher einmal getroffen. Wir werden uns auch unter uns Mentorinnen regelmäßig austauschen. Wir werden sicherlich auch die Botschafterinnen der Aktion Pink in unserer Tun mit einbeziehen, gerade wenn es um eher konkrete Fragestellungen geht, was bestimmte arbeitsrechtliche Hintergründe in den verschiedenen Ländern angeht, was auch Themen wie in Deutschland kennt man das Thema Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, da gibt es Themen wie Krankengeld, wie sowas sich in Ungarn, in Kroatien gestaltet. Davon habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, aber da werden uns sicherlich auch die Botschafterinnen der Aktion Pink entsprechend unterstützen. Insofern wird es lehrreich von allen Seiten sein, aber ganz konkret muss man sich natürlich und werden wir uns auf die Mentees und deren Belange entsprechend auch einstellen. Insofern sind wir auch gespannt, wie die Mentees letzten Endes sich zusammenfinden, beziehungsweise welche Gemeinsamkeiten sie haben, welche Unterschiede, was sie voneinander lernen können und lernen wollen. Und da ist, ich glaube, der wichtigste Punkt immer einfach neugierig sein, aufgeschlossen sein, fragen und eben gegebenenfalls auch aus der eigenen Erfahrung etwas mitgeben zu können.
Also der Erfahrungsaustausch wird klar im Vordergrund stehen, das höre ich raus. Frau Ganz, Sie haben viel internationale Erfahrung. Gibt es da jetzt schon etwas, von dem Sie sagen, da weiß ich schon, das wird uns einfach für die brustkrebserkrankten Frauen hier, die wir begleiten, weiterbringen, dass wir es nicht nur in unserem kleinen Kontext machen? Nee, das ist auf jeden Fall gegeben, denn ich denke, jede der Frauen bringt bestimmte Stärken mit in diese Gruppe auch. Jede hat Stärken, die sie selbst als Person auszeichnen. Und wenn wir diese Stärken versuchen, erstmal vielleicht rauszufinden, wenn sie nicht schon offensichtlich sind, und dann schauen, inwieweit können wir mit diesen Stärken weiterarbeiten und was kann sie tun, um eben basierend auf ihren Stärken dann ihren Weg auch zu gehen. Und da, glaube ich, kann dann ein sehr schöner Dialog innerhalb der Gruppe auch entstehen, dass man sich da gegenseitig auch Feedback gibt, wenn man sich mal ein bisschen besser kennengelernt hat. Das wird noch nicht bei der ersten Zusammenkunft sein, aber vielleicht im späteren Verlauf, dass dann eben auch der Blick der anderen auf die jeweilige Kollegin dann da eine Rolle spielt und wir uns dann auch gegenseitig da so ein bisschen unter die Arme greifen können. Und das, glaube ich, wird ein sehr dynamischer Prozess werden. Also man sieht schon an dieser Runde, dass Sie natürlich alle drei in sehr außergewöhnlichen Situationen sind. Sie sind sehr erfolgreiche Frauen, wenn ich das einfach mal behaupten darf, sehr stark im Beruf auch eingespannt gewesen. Das heißt, Sie haben auch sehr viel Erfahrung in diesem Bereich. Frau Büttner, was ist das, was Sie tatsächlich persönlich, nachdem Sie sogar in so einem stark männerdominierten Beruf auch waren und der einfach umkämpft ist in dieser Etage, in der Sie sind, was geben Sie Ihren Mentorinnen künftig, Ihren Mentees künftig weiter? Ja, ich denke, was man weitergeben kann, sind auch Erfahrungen zum Beispiel aus Krisen, die man ja durchaus erlebt hat auf einem Weg in eine Position, die man heute hat, und wie man mit solchen Krisen, seien die familiäre oder gesundheitlicher Art, wie auch immer, wie man damit umgeht und das eben auch in dem Kontext der Berufstätigkeit, wie man das managen kann. Und ich denke, das ist etwas, was wir durchaus unseren Mentees mitgeben können, zusammen mit einer gewissen Orientierung. Frau Ganz hat es schon angesprochen, Elisabeth, zum Beispiel auch die eigenen Stärken weiterzuentwickeln. Und wie kann ich die einbringen in einem Kontext für meinen beruflichen Werdegang? Ich denke, das können wir mitgeben. Frauen, die in so einer schwierigen Situation sind, die werden womöglich noch mehr als Frauen ohnehin im Beruf häufig Zweifel an ihrem Weg, ihrer Situation haben beruflich. Was können Sie da als Personalerin weitergeben? Sie sind ja genau in dem Bereich, wo Sie diese Art von Beratung geben. Ja, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was ist der Wunsch der Frau für die zukünftige berufliche Entwicklung. Hat jetzt diese Erkrankung dafür gesorgt, dass ich zum Beispiel mal alles in Frage stelle? Oder hat die Erkrankung dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, ich war bisher erfolgreich, ich werde vielleicht auch in Zukunft weiter erfolgreich sein? Also ich glaube, das muss man erst mal rausfinden, wo soll denn die Reise hingehen? Habe ich jetzt rausgefunden, dass ich eigentlich etwas anderes machen möchte, oder habe ich durch die Erkrankung rausgefunden, dass ich genau am richtigen Platz bin und das weitermachen möchte, was ich bisher gemacht habe? Und je nachdem kann man dann natürlich sagen, du hast natürlich schon Erfolge erzielt in deinem bisherigen beruflichen oder auch privaten Werdegang, und basierend auf diesen Erfolgen ziehst du wiederum dann die Energie daraus, auch das anzugehen, was nach der Krankheit beruflich auf dich zukommt. Und ich glaube, da ist so ein bisschen Unterschied. Will ich jetzt was Neues ausprobieren, oder habe ich die Erkenntnis gewonnen, nee, das, was ich gemacht habe, ist genau das, was ich auch weitermachen möchte? Also ganz klar ist, die Frauen, mit denen Sie zu tun haben, sind in einer Situation, die eine besonders schwierige, eine mit sehr hohem Druck auch, den man sich wahrscheinlich auch selber macht, versehen ist. Was können Sie oder was planen Sie als Mentorin? Das ist ja eine große Aufgabe zu leisten, dass der Druck so ein bisschen aus der Situation rausgeht. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist tatsächlich auf der einen Seite herauszufinden, was wollen die Frauen selbst, was ist ihnen wichtig, was ist ihnen auch in ihrem beruflichen Kontext wichtig, und gleichzeitig eben auch die Augen zu öffnen für eine gewisse Kreativität, eine gewisse Fantasie, ein neues Thema. Sie hatten es eingangs angesprochen, mir ist immer auch wichtig,
mein Thema Familie, mein Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und auch da bin ich eben bei mir im Unternehmen neue Wege gegangen. Wir haben mit einer Kollegin zusammen, die aus der Elternzeit kam, ein Jobsharing aufgebaut, was eben uns die Möglichkeit gegeben hat, mehr Zeit für die Familie zu haben, und ich glaube, das ist was man durchaus auch in anderem Kontext gestalten kann, zu sagen, wenn ich weiß, mir ist mein berufliches Umfeld wichtig, ich will trotzdem kreativ sein, bestimmte Themen gegebenenfalls anders anzugehen, einfach ich sag mal, die Augen zu öffnen, rechts und links zu gucken und neue Wege zu gehen und auch zu versuchen, mit dem entsprechenden Arbeitgeber, mit dem entsprechenden Umfeld, mit dem Partner vielleicht neue Wege zu definieren und zu gestalten und das herauszukitzeln, zu sagen, was ist wichtig, was will ich, und nicht den einen Weg vorzugeben, sondern auch alternative Wege zu überlegen bzw. zu gestalten. Sie arbeiten ja im Rahmen eines EU-Projektes. Wie viel Unterstützung erhoffen Sie sich da, auch von außen eben, auch vielleicht von politischer Seite? Ja, von politischer Seite erwarte ich mir wirklich, dass dieses Programm hoffentlich eben ja ein Multiplikator sein kann, ein Vorbild für die Fortführung mit anderen Ländern in einem ähnlichen Kontext, und dass wirklich Frauen auch ermutigt werden, sich in solchen Situationen Hilfe zu holen und über Aktion Pink eben lernen, sich diese Hilfe zu holen. Und natürlich auch hoffentlich in Verbindung mit Aktion Pink bleiben. Die Politik erwarte ich hier, dass sie diese Aktion weiterhin unterstützt und wirklich den Boden bereitet in ihren jeweiligen Ländern, um diesen Austausch wirklich zu unterstützen. Frau Ganz, wenn Sie jetzt drauf schauen, das sind jetzt die ersten 3 Länder, das ist ja wirklich ein Projekt, das kann unglaublich wachsen. In welchen Bereichen sagen Sie, hier ist einfach noch so viel Potenzial, und sagen, da freue ich mich schon drauf, wenn andere Länder einfach ihren Input geben, weil das kann ja tatsächlich auch politisch etwas bewegen. Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben hier erstmal ein kleines Pflänzchen, was wir jetzt versuchen wollen, so ein bisschen langsam erstmal zum Wachsen zu bringen, und irgendwann wird da eine ganz tolle blühende Blume draus, bin ich ganz sicher. Und es ist letztendlich eine Frage, welche Multiplikatorfunktion sich daraus entwickelt. Und ich glaube auch, dieses Zusammenwirken unterschiedlicher Kulturen birgt ein enormes Potenzial. Also gerade, dass wir hier unterschiedliche Länder ansprechen und potenziell natürlich auch noch weitere. Also wir sind jetzt hier mehr Richtung aus unserer Sicht südöstlich orientiert, aber mein Europa ist natürlich noch viel größer, und dieser Kulturmix macht uns ja auch als Europäer aus. Und ich glaube, gerade in solchen Situationen, wo es auch um den Austausch geht, auch mal zu erfahren, wie in anderen Kulturen Frauen im Berufsleben agieren, und daraus was zu lernen, also da sind ja keine Grenzen. Also ein großes Projekt. Sie starten jetzt im Grunde, jetzt rein praktisch gesehen, wie starten Sie ganz genau? Sie haben sich jetzt einmal getroffen, was kommt als nächstes? Also die Planung ist, dass jetzt sich im Rahmen des, ich sag mal, Monats Oktober die Mentees im Prinzip zusammenfinden. Da gibt es in den verschiedenen Ländern entsprechende, ich sag mal, Bewerbungsaktionen über die Aktion Pink, sodass wir davon ausgehen momentan, dass sich Ende Oktober dann diese 12 Damen entsprechend gefunden haben. Wir werden sicherlich im Kontakt bleiben, zu sagen, wie wollen wir einen Kick-Off organisieren. Auf der anderen Seite das Thema Corona wird uns vielleicht sogar helfen, das Thema digital voranzubringen, weil wir alle jetzt erfahren haben, wie man eben in virtuellen Kontexten stärker arbeitet, international sowieso, aber letzten Endes jetzt mittlerweile auch am eigenen Arbeitsplatz, im eigenen Bürogebäude. Und dann werden wir quasi im November durchstarten mit Terminen, Gesprächen, einmal im Monat, gegebenenfalls zwischenzeitlich noch bestimmten Dingen, die wir untereinander austauschen, in der Hoffnung, dass wir im Laufe des nächsten Jahres irgendwann auch die Chance haben, unsere Mentees persönlich kennenzulernen und vielleicht in einer weiteren, ich sag mal, Initiative von Aktion Pink auch zu begrüßen zu können. Ich glaube, es ist ein großes Glück, wenn man so ein Programm mitmachen darf. Ja, also ich kann mich nur bei der Runde bedanken. Ein tolles Projekt von Aktion Pink, das eben jetzt so einen großen Kontext hat, einen wichtigen Kontext. Und ich wünsche alles Gute und herzlichen Dank an diese Runde. Dankeschön. Dankeschön.